Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zu einem weiteren Linux, das ich euch vorstellen möchte. Wie wir wissen, ist Linux nicht einfach nur Linux, sondern es gibt sehr, sehr viele Unter-Linux sozusagen. Und eins, was ich euch heute vorstellen möchte, ist Parrot Linux. Parrot Linux ist eine wunderbare Alternative zu Kali Linux. Das heißt, wenn ihr irgendwie Pentesting machen wollt, wenn ihr hacken wollt, wenn ihr irgendwas mit Security machen wollt, wenn ihr Forensik machen wollt, dafür ist Parrot auch wunderbar. Wenn ihr generell irgendwie auch was mit Kryptographie machen wollt, wunderbares OS. Das heißt, das kann man definitiv nur empfehlen, wenn ihr in die Richtung Security gehen wollt. Es hieß auch früher mal Parrot Security Linux oder Parrot Security OS. Aber mittlerweile haben sie es einfach nur umbenannt in Parrot OS. Das System basiert auf Debian, genauso wie eigentlich, die meisten Systeme in diesem Bereich. Also Kali basiert ja auch mehr oder weniger auf Debian, zumindest entfernt. Und kann natürlich wie immer kostenlos genutzt werden. So, was ich euch hier empfehlen würde, ist, ähnlich wie bei Kali auch, ihr müsst das Ganze nicht als richtiges System installieren. In den meisten Fällen reicht es, das als virtuelle Maschine zu haben. Das ist auch in diesem Fall absolut wahr. Achtung, das System ist zwar auch ein bisschen auf Anonymität ausgelegt, aber es ist nicht das Anonymitäts-OS, wenn man so möchte. Dafür gibt es Unix oder Tails, logischerweise. Oder dann auch noch was ich euch in Kürze vorstellen werde. Aber Parrot ist eher auf Pentesting und Security, also IT-Security ausgelegt, nicht wirklich auf die Anonymität. Wobei das auch ein bisschen dabei ist, weil das natürlich auch immer so ein bisschen zusammenspielt. So, wir wollen das natürlich gleich mal hier nutzen. Das heißt, wir gehen hier mal auf Download und dann könnt ihr euch hier aussuchen, was ihr quasi haben wollt. Ihr habt die Möglichkeit zwischen der Security-Variante und der Home Workstation-Variante. Die Home Workstation-Variante ist quasi ein ganz normales Linux, das ein kleines bisschen noch Fokus auf Privacy legt und, sozusagen Parrot einfach als Parrot benutzt. Also quasi, die haben ein eigenes Look and Feel so ein bisschen und das wird dann natürlich auch verwendet, während das Security ist die normale Version, also die man eigentlich verwenden sollte, wenn man Pentesting, Privacy, Forensik, Reverse Engineering, Software Development und so weiter und so fort macht. Wobei Software Development würde ich hier eigentlich rausstreichen. Das ist nicht der Fokus von Parrot. Parrot ist halt einfach ein Linux und jedes Linux ist geil zum Entwickeln. Das ist halt einfach so. Okay, aber Pentesting, ähnlich wie bei Kali natürlich, also nehmen wir diese Variante hier, die Security-Variante, gehen hier auf Download und dann haben wir hier wiederum 3 Varianten. Und nein, keine Sorge, keine davon kostet irgendwas, auch wenn es aussieht wie eine Bezahlseite. Wir haben hier die Möglichkeiten, erstmal hier Parrot Security runterzuladen. Das ist die Standardvariante, dann bekommt ihr die ISO, das heißt das Format, das ihr quasi dann auf euren Stick ziehen könnt und von dem ihr das dann quasi installieren könnt, ja. Das heißt, ihr könnt von mir aus von eurem Stick auf euren Rechner das ganze System normal installieren. Ihr könnt das Ganze auch als KDE verwenden, das heißt, ihr habt das dann sozusagen einfach mit einer anderen Oberfläche, sieht ein bisschen anders aus, das muss nicht unbedingt sein. Wer KDE besonders liebt, der kann sich natürlich KDE anschauen und benutzen, ansonsten ist hier Mate der Standard. Und das ist das, was ich euch definitiv eher empfehlen würde, ist diese Variante hier, die Virtual Appliance Security Edition. Das werden wir jetzt auch hier machen. Dann könnt ihr euch das ganze System runterladen als OVA. Das heißt, ihr könnt das Ganze über VirtualBox direkt installieren und müsst eigentlich kein System direkt installieren. Das heißt, ihr habt einfach ein virtuelles System in eurem System drin. Das heißt, es ist wunderbar für die Leute, die einfach mal Linux nebenher nutzen wollen oder auch Parrot nebenher nutzen wollen. Für die Leute, die mich kennen, die wissen ja, dass ich hier tatsächlich auch immer ein Linux habe, aber dass ich auch mehrere virtuelle Maschinen öfters mal am Laufen habe. Und ja, das ist quasi eine Variante davon, wie ihr das benutzen könnt. So, ihr habt hier die Möglichkeit, das einfach nur runterzuladen. Wenn ihr cool seid oder die Linux-Community unterstützen wollt, dann nehmt ihr hier einfach das Torrent, denn dann könnt ihr Linux quasi auch noch anderen Leuten zur Verfügung stellen. Das hat den Vorteil für Parrot oder für die Entwickler von Parrot, dass sie dann natürlich diese Kapazitäten, also ihr stellt dann quasi euren Upload zur Verfügung. Ihr ladet das Ganze die ganze Zeit wieder ins Netz hoch für andere Benutzer sozusagen. Und das hat den Vorteil für Parrot oder für generell die Linux-Community, wenn ihr das so macht, dass die Server von den zur Verfügung stellenden Menschen, also in diesem Fall parrotlinux.org ist ja ein Server, das belastet diesen Server nicht, während wenn ihr hier auf Download einfach so geht, dann belastet das den Server. Im Gegenteil, wenn ihr Torrent nehmt, dann entlastet ihr die Server so ein bisschen, weil ihr ja diese Datei auch wieder hochladet. Und nein, es ist absolut nicht illegal, das über Torrent zu machen. Also da gibt es immer wieder diese Auffassung, dass Torrent generell illegal ist, ist es nicht. Es kommt darauf an, was ihr runterladet bzw. hochladet. Torrent für Linux absolut legal und ein wunderbares System, um Linux zu unterstützen. So,
Gut, dann also nehmen wir hier einfach mal das Torrent, laden das Ding runter und dann haben wir eine folgende Datei. Nämlich diese Parrot Security Version 4.7, die übrigens vor 4 Tagen rausgekommen ist, virtual.over. Over bedeutet, das ist eigentlich kein richtiges, naja, nichts, was man installieren kann, sondern es ist ein virtuelles System. Ein virtuelles System, das könnt ihr verwenden, indem ihr VirtualBox installiert. Das ist das Einzige, was ihr jetzt installieren müsst wirklich. Das hier ist dann einfach nur sozusagen, naja, da und das könnt ihr laufen lassen, so, wenn man es so möchte. Das heißt, wir gehen mal ganz kurz ins Internet wieder. Und zwar auf virtualbox.org/wiki/downloads. Und ja, diese Seite sieht nicht nach 2000 irgendwas aus, sondern eher nach 1900, aber naja, es sei mal dahingestellt. Okay, was ihr braucht, ist zunächst einmal das richtige VirtualBox für euch. Das heißt, wenn ihr Windows habt, braucht ihr Windows-Hosts. Wenn ihr OS habt, braucht ihr OS-Hosts. Wenn ihr Linux habt, dann könnt ihr es über die Paketquellen installieren. Wenn wir dann hier auf Download von Windows zum Beispiel gehen, dann sehen wir hier, okay, das ist eine .exe, die kann ich einfach ausführen und damit kann ich mein Programm installieren. So, wenn ihr fertig seid, also quasi einfach den Schritten folgen und das dahin installieren, wo ihr es haben wollt, eigentlich überhaupt kein Problem das Ganze, dann könnt ihr VirtualBox ausführen, sieht dann folgendermaßen aus. Ihr startet es und dann bekommt ihr hier diesen Oracle VM VirtualBox Manager. Okay, das sieht ein bisschen doppelt gemoppelt aus wegen VirtualBox V und Manager M. Aber das VM hier steht für Virtual Machine, also virtuelle Maschine. Das heißt Oracle Virtual Machine VirtualBox Manager ist der volle Name von diesem furchtbaren Programm. Und ja, das ist sozusagen, also ihr habt diese 4 Dinger hier nicht. Ihr habt dieses Windows, Live CD, Linux und Holynix habt ihr nicht. Das sind virtuelle Maschinen, die von mir sind, aber ihr solltet hier definitiv alles andere haben, sprich die Werkzeuge neu ändern, starten und so weiter und so fort. Das hier sollte bei euch auch noch vermutlich leer sein. So, was wir dann machen ist, wir müssen hier gar nichts drin machen. Wir machen einfach mal Folgendes, wir gehen hier auf Parrot und dann haben wir hier diese .over-Datei. Wenn wir die öffnen, dann sollte die automatisch mit eurem VirtualBox Manager geöffnet werden. Sprich, wir machen hier einfach einen Doppelklick drauf, sehen, aha, das öffnet sich von selber, also dieser Oracle VirtualBox Manager öffnet sich auch von selber, wenn er noch nicht offen war. Dann haben wir hier die Möglichkeit, den Namen einzugeben, also quasi, oder wir sehen den Namen Parrot Security, wunderbar, das ist alles, was wir brauchen. Es basiert auf Debian, das heißt, wir haben hier das hier und wir sehen auch, wie viel Leistung hier zugeteilt wird. Das heißt, wir haben 4 CPU-Kerne, 4 GB RAM, ja, eigentlich alles nicht so relevant, was wir hier haben. Wir müssen es uns nicht mal wirklich durchlesen. Was wir machen können, ist, wir können ganz einfach sagen, importieren. Und dann ist es auch schon da. Davor müssen wir natürlich die Software-Lizenz von Parrot akzeptieren. Das heißt, wir haben hier einmal die GNU-Lizenz. Das bedeutet, das alles hier ist quasi Open Source oder zumindest kostenlos verfügbar. Und ja, wir können hier uns quasi alles mal durchlesen, das würde ich euch auch empfehlen, wenn ihr es noch nie gemacht habt. Das ist relativ interessant, was man alles mit Linux machen kann oder wie toll eigentlich die Lizenz von Linux ist, so muss man das formulieren. Und ja, dann kann man hier auf Zustimmen klicken, dann dauert es ein bisschen, weil das Ganze importiert werden muss. Ihr seht dieses Importing Virtual Disk Image, bla bla bla. Und dann lassen wir das mal zu Ende laufen. So, und dann solltet ihr hier unten in eurer Liste Parrot Security sehen. Parrot Security ist jetzt quasi das System, das ihr starten könnt. Das heißt, das ist quasi wie ein Windows, nur halt Linux, in eurem System drin, okay? Wenn ihr das jetzt starten wollt, also ihr könnt es natürlich auch noch ändern, das könnt ihr auch mal durchgucken, wenn ihr das wollt. Hier einfach mal alles durchgucken, was man so verändern kann. Also wir sehen hier zum Beispiel auch, wir haben 128 MB Grafikspeicher, wir können hier bis zu 8 Bildschirme mitgeben, wobei ich natürlich nur 2 habe. Wir können machen, was wir wollen für unser System hier. Wir können auch USB und so weiter verwenden. In meinem Fall, ich habe eine Sache nicht installiert von VirtualBox, das kann ich euch aber direkt mal empfehlen. Was ihr machen könnt, ist, ihr könnt hier zusätzlich noch das VirtualBox Extension Pack installieren. Dann könnt ihr auch USB-Sticks verbinden oder generell USB damit verbinden, zum Beispiel und noch viele andere Sachen, also Support für USB 2.0, 3.0, Disk Encryption, das bedeutet, man kann die Festplatte verschlüsseln und so weiter und so fort, kann man da alles mit verbinden. Das müsst ihr auch noch installieren. Einfach mal hier auf All Supported Platforms gehen, dann kriegt ihr hier auch direkt einen Download und das ist dann quasi auch direkt mit VirtualBox verbunden. Auch relativ interessant. Und ja, wenn ihr das gemacht habt, dann braucht ihr hier auch nicht mehr euch irgendwie Sorgen zu machen wegen euren USBs zum Beispiel. So, wir wechseln aber mal wieder hierher. In meinem Fall habe ich das jetzt gerade nicht da. Deswegen machen wir das hier mal raus. USB-Controller brauche ich nämlich persönlich keine. Zumindest gerade in diesem Moment nicht. Und dann klicken wir hier auf Starten.
So, und dann sehen wir hier, es öffnet sich ein kleines Fenster und das ist jetzt wie ein System. Wir sehen hier jetzt auch, hier haben wir die Auswahlmöglichkeit und das passiert automatisch. Wir sehen hier, es zählt auch runter. 4 Sekunden habt ihr die Auswahlmöglichkeit und dann startet sich halt einfach das normale Parrot OS. Und das ist Parrot, zumindest gleich. So, machen wir mal ein bisschen größer hier. Das Fenster, damit ihr auch was zu sehen habt. So, wunderbar, da sind wir, ist eingeloggt. Und ja, das ist ein sehr, sehr kleines System. Liegt daran, dass mein Fenster auch sehr, sehr klein ist. Aber ihr könnt natürlich das bei euch einfach so handhaben von der Größe her, wie ihr das wollt. Wenn ihr die rechte Steuerungstaste und F drückt, dann kommt ihr in den Vollbildmodus. Das kann ich jetzt auch mal ganz kurz machen. Das sehen wir hier. Und dann seht ihr quasi nur noch diesen Bereich. Ja, und jetzt muss ich hier mal ganz kurz wieder raus. So, wir machen das mal wieder so. Okay. Möchte ich nach Updates suchen, möchte ich grundsätzlich immer. Es ist sehr empfehlenswert, eure Updates oder generell eure Systeme aktuell zu halten. Das Passwort hier ist T-O-O-R, quasi Root, rückwärts geschrieben, also wie Wurzel auf Englisch, nur rückwärts geschrieben, also T-O-O-R. So, und dann können wir die jetzt upgraden, wenn wir das wollen. Machen wir einfach mal Yes hier und dann passiert das auch automatisch für uns. Dieses Fenster hier können wir erstmal schließen. Das macht quasi alles im Hintergrund für uns. Da müssen wir quasi gar nichts mehr machen. Und dann haben wir hier noch die Möglichkeit, unsere Sprache einzustellen. Beziehungsweise unser Keyboard-Layout. Und das ist relativ wichtig, denn wir wollen natürlich ein deutsches Keyboard-Layout haben. Ich möchte mal ganz kurz ein Beispiel machen. Ich drücke jetzt Y, ja. Ich drücke Z und ihr seht, die beiden sind vertauscht. Wenn ich jetzt einen Bindestrich drücke, dann kommt ein Slash. Wenn ich jetzt einen Hashtag drücke, kommt ein Backslash. Das heißt, das ist definitiv nicht das, was wir wollen. Das liegt einfach daran, dass die Amis ein anderes Tastaturlayout haben, beziehungsweise auch die Lateinamerikaner haben ein anderes Tastaturlayout. Und wir sollten ja definitiv, weil vermutlich die meisten von euch ein deutsches Tastaturlayout haben werden, auf Germany gehen. Und dann gehen wir hier einfach mal auf German und dann auf OK. Und jetzt sehen wir hier, wenn ich zum Beispiel, wenn ich irgendwas aufmache, dann sehen wir hier quasi, dass ich wenn ich jetzt ich gehe mal hier einfach ins Menü rein, hier oben kann man nämlich auch tippen, mache ich mal ein Y rein, dann sehen wir hier, jetzt kommt auch tatsächlich ein Y, das ist schon mal toll. Wenn ich jetzt ein Z eingebe, kommt ein Z, wunderbar. Wenn ich ein Bindestrich eingebe, kommt ein Bindestrich und das ist schon mal super. So, und ja, während das hier noch runterlädt im Hintergrund, möchte ich euch mal ganz kurz ein bisschen rumführen. Wir minimieren das einfach mal. Und das kann ich leider nicht minimieren. Okay. So, wir haben jetzt hier achso, hier ist übrigens auch das Passwort quasi reingeschrieben. Username User, Passwort TOOR. Falls ihr irgendwann mal vergessen solltet, wie das Passwort war, es findet sich auf dem Desktop in dieser Textdatei hier. Cool. So, und jetzt habt ihr quasi ein Linux, mit dem ihr alles machen könnt, was ihr wollt. Hier oben findet ihr zum Beispiel Firefox, das sollte jedem ein Begriff sein. Hier findet ihr das Terminal. Könnt ihr einfach draufklicken, dann habt ihr hier das Terminal. Könnt hier alle Linux-Befehle eingeben, die ihr wollt. Also ich kann da zum Beispiel mal meine Linux-Playlist empfehlen. Da ist so ziemlich alles erklärt, was ihr darüber wissen wollt. Und das ganze Ding sieht eigentlich relativ cool aus, muss ich sagen. Das mag ich eigentlich vom Look and Feel schon ganz gerne. So, dann haben wir hier eine Anzeige für zum Beispiel Prozessor, wie viel Prozent davon benutzt ist, vom Speicher und vom Netzwerk, was auch sehr interessant ist. Das ist zumindest für mich immer relativ hilfreich, mache ich eigentlich auch ganz gerne, dass ich da mal so zumindest mal sehe, wie viel davon verwendet ist. Eigentlich super interessante Sache hier. Gut. Und ja, dann können wir hier zum Beispiel auf System gehen, können unsere Einstellungen ändern, wenn wir das wollen. Und ja, es ist alles auf Englisch, tut mir sehr leid, aber das ist nun mal hier meistens zumindest so. Und für die Leute, die direkt anfangen wollen, finden wir unter Applications zumindest direkt das, was wir brauchen. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel Anon Surf, ja, das ist eine Applikation, die euch anonym machen soll. Wie gesagt, zu den meisten davon habe ich auch irgendwie Tutorials in meiner ethisches Hacken Playliste. Wir finden hier zum Beispiel auch so Sachen wie Redshift, was auch eine super Anwendung ist. Wir finden Vim als Editor. Wir finden Take Screenshot, um ein quasi Bildschirmfoto zu machen. Ne? Wir finden aber auch unter der Kryptographie zum Beispiel sowas wie KeyPass, GPA und so weiter und so fort. Wir finden unter, gut, okay, das ist einfach nur LibreOffice. Wir finden unter Pentesting finden wir extrem viel und das ist hier eben sehr, sehr interessant. Also zum Beispiel Information Gathering habt ihr hier extrem viele Tools. Im Endeffekt alle Tools, die ihr bei Kali auch habt. So ziemlich Wireshark zum Beispiel gibt es von mir auch eine Tutorial-Reihe dazu. Nmap habe ich schon gemacht. ReckonNG meine ich, habe ich auch gemacht. Ne? NetDiscover benutze ich sowieso immer in meiner CTF-Playlist und so weiter und so fort. Vulnerability Analysis auch richtig coole Sachen hier, Exploitation Tools und so weiter und so fort. Also ihr habt hier wirklich, wirklich sehr, sehr viel zur Verfügung. Ich verstehe, dass manche Sachen einfach viel zu komplex sind und nicht so einfach gelernt werden können. Aber ja, wie gesagt, dafür gibt es meine Videos, meine anderen. Und das hier sollte erstmal nur so eine kurze
so ein kurzer Rundgang sein sozusagen. Und ja, also Parrot, eine kleine Zusammenfassung davon, ist sozusagen eine Alternative zu Kali Linux. Wenn ihr irgendwie was mit Pentesting machen wollt und Kali mal wieder nicht zum Laufen bekommt, weil ich krieg das wirklich mit, also ich krieg ja quasi Kommentare, hey, mein Kali funktioniert nicht, und ich merke dann zum Beispiel, wenn mal wieder ein Patch von Windows kam und VirtualBox noch nicht upgegradet hat oder ein Patch von Kali kam, der irgendwas in den Sources kaputt gemacht hat oder, dann merke ich das ja. Ich krieg dann irgendwie so 5 bis 10 Kommentare in der Woche, die mir sagen, hey, Kali funktioniert nicht, kannst du mir helfen, mach mal das. Und dann merke ich kann es gar nicht fixen. Und für die Leute vielleicht das hier als kleine Alternative. Das heißt, ich werde auch wahrscheinlich öfters mal auf dieses Video hier verweisen. Gut, in diesem Sinne war es das von meiner Seite. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.